Die Welt ist voller unbekannter, unentdeckter Geheimnisse, und viele von ihnen sind in Mythen und Legenden gehüllt. In einigen der entlegensten Gebirgsmassive, tiefsten Dschungel oder geheimen Höhlen der Erde sollen noch immer Kreaturen leben, deren Existenz die Grenze zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lässt. Besonders in den tropischen Regenwäldern, dunklen Höhlen und vergessenen Ecken unseres Planeten gibt es immer wieder Berichte über monströse Insekten, die von den einheimischen Völkern als Legenden weitergegeben werden. Diese Mythen, so unheimlich sie auch sein mögen, könnten durchaus auf tatsächliche Entdeckungen in der fernen Zukunft hinweisen. Hier sind 15 solche Mythen über riesige Insekten, die tief in den Schatten der Erde lauern. Ein schauriges Potpourri aus Geschichten, die die Grenze zwischen der natürlichen Welt und der unheimlichen Fantasie überschreiten. Der Titankäfer. Der kolossale Wächter des Regenwaldes. Im dichten, nahezu unerforschten Dschungel des Amazonas gibt es eine Legende über einen Insektenriesen, der so gigantisch ist, dass er die Grenzen des Vorstellbaren sprengt. Der Titankäfer soll eine Länge von 2 Metern erreichen und über eine Panzerhülle verfügen, die härter als Stahl ist. Man erzählt sich, dass er mit seinen massiven, schaufelartigen Mandibeln ganze Bäume zerbrechen und Vögel aus der Luft reißen kann. Einige Überlebende, die diesen mythologischen Käfer angeblich gesehen haben, berichten von einem tiefen, dröhnenden Grollen aus dem Inneren des Dschungels, gefolgt von der Erscheinung dieses glänzenden Ungeheuers, das mit einem einzigen Schlag die Vegetation niederwalzt. Die Drachenfliegen von Goribundi, feurige Riesen mit leuchtenden Flügeln. Hoch oben im Himalaya, in den geheimen Höhlen von Goribundi, existiert die Legende von Drachenfliegen, deren Flügel wie flüssiges Feuer leuchten. Diese Kreaturen sollen bis zu 4 Meter lang sein und besitzen die Fähigkeit, Funken in die Luft zu schleudern, wenn sie ihre Flügel schlagen. Die Knochenschreckerspinne, ein Räuber der Dunkelheit. Unter der Erde, in den Tiefen unzugänglicher Höhlen, lebt eine monströse Spinne, die als Knochenschrecker bekannt ist. Diese riesige Kreatur soll mit einer Spannweite von fast 6 Metern fast die Größe eines Bären erreichen. Ihre Augen sollen in der absoluten Dunkelheit leuchten und die Spinnweben so stark sein, dass sie selbst den kräftigsten Jäger in einem einzigen, blitzschnellen Schlag einfangen können. Der Eisenrüssel. Der Insekten-Goliath der Savanne. In den abgelegenen und trockenen Ebenen Afrikas wird von einem gewaltigen Käfer erzählt, der als Eisenrüssel bekannt ist. Dieser gigantische Käfer soll eine Länge von bis zu 3 Metern erreichen und mit einem stählernen Rüssel ausgestattet sein, der Bäume aufspießen kann. Die Zirkonschreckenmücke, ein Vampir aus der Tiefe. In den sumpfigen Gebieten Afrikas, weit entfernt von menschlichen Siedlungen, gibt es eine Mücke, die als Blutgeist bezeichnet wird. Diese überdimensionale Mücke soll so groß wie ein Adler sein und sich von den Blutreserven großer Tiere und Menschen ernähren. Ihr Stechrüssel ist lang und kann bis zu 15 Liter Blut auf einmal saugen. Laut Legenden fängt sie ihre Opfer, indem sie ihnen das Leben aussaugt, ihre Seelen in ihren verworrenen Flügeln gefangen hält, bis sie schließlich vollständig trocknen. Sie ist ein Albtraum, der sich in den abgelegensten Sümpfen Afrikas versteckt. Der König der Ameisen, das kolossale Insektensyndikat. In den entlegensten Regenwäldern Südamerikas existiert eine Legende über ein gigantisches Ameisenvolk, das als König der Ameisen bekannt ist.
Diese Ameisen sind bis zu 50 Mal größer als normale Ameisen und werden von einem gigantischen menschenähnlichen Ameisenkönig geführt. Ihre Kolonien bestehen aus Millionen von Ameisen, die alles verschlingen, was sich ihnen in den Weg stellt. Der König dieser Ameisen soll von einer mystischen Kraft geschützt werden, die ihn unbesiegbar macht. Die Legende besagt, dass er mit den dunklen Mächten des Waldes verbündet ist und niemanden an seinem Thron lässt. Der Nachtwächterkäfer, der fliegende Riese mit einer tödlichen Berührung. In den finsteren Nächten des Amazonas gibt es Berichte über einen fliegenden Käfer, der als Nachtwächter bekannt ist. Mit einer Flügelspannweite von über 3 Metern soll dieser Käfer mit messerscharfen Krallen und einem tödlichen Gift ausgestattet sein. Es heißt, dass der Nachtwächter alles durchbohren kann, was er berührt, und in der Lage ist, mit einem einzigen Schlag die Leiber seiner Beute zu zerreißen. Die Opfer berichten von einem lähmenden Schmerz, der ihre Körper in Sekunden in Hüllen verwandelt. Der Nachtwächter ist ein Fliegenriese, der aus den finstersten Ecken des Amazonas hervorkommt und die Dunkelheit beherrscht. Der Panzerbock, der Insektenritter der Schattenwelt. In den verlassenen unterirdischen Tunnelsystemen von Zentralamerika gibt es einen mystischen Käfer, der als Panzerbock bekannt ist. Mit einer Länge von über 5 Metern und einem panzerartigen Körper, der einer mittelalterlichen Rüstung ähnelt, wird dieser Käfer von den Einheimischen als unbesiegbarer Krieger verehrt. Der Gonpanzerbock soll selbst die mächtigsten Jäger des Dschungels zermahlen und unter seinem schweren Panzer vergraben können. Es wird gesagt, dass dieser Käfer der letzte Beschützer eines vergessenen Schatzes ist, der tief im Dschungel verborgen liegt. Diese Mythen über riesige Insekten sind Zeugnisse der tief verwurzelten Ängste und Faszinationen der Menschheit. Sie erinnern uns daran, dass es auf unserer Erde noch immer Geheimnisse gibt, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. Der Albtraum-Maulwurf, der unterirdische Riese der Wüste. In den endlosen, trockenen Wüstenregionen Afrikas und Asiens soll ein gigantischer Maulwurf leben, der als Albtraum-Maulwurf bekannt ist. Mit einer Körperlänge von über 6 Metern und klauenartigen Pranken, die in der Lage sind, ganze Sanddünen in Sekunden zu durchbrechen, lebt dieses Wesen unter der Erde. Laut Legenden verursacht das Tosen seines Vorbeigrabens Erschütterungen, die die Luft vibrieren lassen. Der Albtraum-Maulwurf soll keine feste Nahrung zu sich nehmen, sondern sich von den Erschütterungen und Vibrationen des Erdreichs ernähren, die durch das Leben der Tiere und Menschen an der Oberfläche verursacht werden. Die Sturmkäfer. Gigantische Insekten des Dschungels, die das Wetter beeinflussen. Im dichten Dschungel des Kongo und in den abgelegenen Gebirgsmassiven Südostasiens berichten Einheimische von riesigen Käfern, die als Sturmkäfer bezeichnet werden. Diese Käfer sollen eine Länge bis 2 Metern erreichen und besitzen die Fähigkeit, das Wetter zu beeinflussen. Ihre glänzenden Panzer und Flügel sind von so starkem magnetischen Einfluss, dass sie in der Lage sind, Blitze zu erzeugen, wenn sie ihre Flügel schlagen. Der Mythos besagt, dass diese Käfer für heftige Stürme verantwortlich sind, die regelmäßig über den Dschungel ziehen, wenn sie sich versammeln. Ihre Erscheinung gilt als schlechtes Omen, und es heißt, dass ihre Begegnung das Vorzeichen einer großen Zerstörung ist. Die Schattenmotte, der schreckliche Flieger des Dschungels. In den geheimnisvollen Wäldern des Amazonas gibt es eine Legende über die Schattenmotte. Eine riesige, nachtaktive Motte, deren Flügelspannweite bis zu 4 Meter erreichen soll. Die Schattenmotte bewegt sich lautlos durch den Dschungel, aber ihr Erscheinen wird von den Einheimischen als äußerst gefährlich angesehen.
Die Flügel des Schmetterlings sind mit einem schwarzen, fast lichtabsorbierenden Material bedeckt, das Umgebungsgeräusche dämpft und totale Dunkelheit erzeugt, wenn sie vorbeifliegt. Der Bergkäfer von Kailash, der Wächter des Heiligen Berges. Im Himalaya, rund um den heiligen Berg Kailash, gibt es eine Legende über einen riesigen Käfer, der als Bergkäfer bekannt ist. Dieser Käfer soll mehr als 3 Meter lang sein und eine leuchtend feuerrote Farbe haben. Die Einheimischen glauben, dass dieser Käfer ein Wächter des Heiligen Berges ist und niemanden ungestraft in das heilige Gebiet eindringen lässt. Es wird gesagt, dass der Bergkäfer so stark ist, dass er Felsen mit seinen mächtigen Kiefern zerbrechen und mystisch über die Bergketten fliegen kann. Der Wirbelmutant. Das rotierende Insekt des verborgenen Waldes. Im unberührten Regenwald von Papua-Neuguinea gibt es einen Mythos über ein riesiges, rotierendes Insekt, das als Wirbelmutant bekannt ist. Der Wirbelmutant ist so groß, dass seine Rotationsbewegungen das gesamte Ökosystem um ihn herum beeinflussen sollen. Es wird gesagt, dass dieser Käfer mit seinen riesigen, spiralförmigen Flügeln einen Miniaturwirbelsturm erzeugen kann, der Bäume und kleinere Kreaturen in seiner Nähe in den Wirbel zieht. Der Fledermauskäfer aus Rumänien. Tief in den geheimen Wäldern Rumäniens soll ein außergewöhnliches Insekt leben, das den Namen Fledermauskäfer trägt. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,5 Metern ähnelt dieses geheimnisvolle Wesen einer Kreuzung zwischen einer Fledermaus und einem Käfer. Es jagt in den düsteren Nächten und fängt kleinere Tiere mit seinen kräftigen Klauen. Es wird gesagt, dass der Fledermauskäfer die Dunkelheit selbst kontrollieren kann, indem er sich in den Schatten der Bäume versteckt. Er ist berüchtigt für seine Fähigkeit, die Seelen von Wanderern zu fangen, die zu tief in die Wälder vordringen. Die Feuerwespe der afrikanischen Wüsten. In den gnadenlosen Wüsten Afrikas lebt ein Insekt von beispielloser Gefahr, die Feuerwespe. Mit einer Länge von bis zu 30 Zentimeter und einer Flügelspannweite, die fast wie ein kleiner Vogel aussieht, erzeugt dieses Insekt flammendes Feuer aus seinem Stachel. Die Fähigkeit der Feuerwespe, Feuer zu erzeugen, wird von den Wüstenbewohnern als übernatürliche Kraft angesehen. Es wird gesagt, dass die Feuerwespe die Wüste bewacht, ihre Feinde mit Feuerschwärmen vertreibt und nur denen Respekt zeigt, die im Einklang mit der Natur leben. Diese Mythen über riesige Insekten aus abgelegenen Dschungeln, unerforschten Höhlen und geheimnisvollen Landschaften entführen uns in eine Welt voller Geheimnisse und Wunder. Sie erinnern uns daran, dass es noch unentdeckte Ecken auf unserer Erde gibt, in denen das Unvorstellbare existieren könnte. Vielleicht sind diese Geschichten nur Produkte der Fantasie und Legenden. Oder vielleicht verbergen sich Wahrheiten dahinter, die darauf warten, von mutigen Entdeckern ans Licht gebracht zu werden. Eines ist sicher: Die Welt ist voller unerforschter Wunder, und die Natur birgt immer noch Geheimnisse, die unser Verständnis herausfordern. Wer weiß, vielleicht werden die Mythen über diese riesigen Insekten eines Tages nicht mehr nur Geschichten sein, sondern entdeckte Realitäten. Ein faszinierender Gedanke, der uns zum Staunen bringt und uns ermutigt, weiterhin nach den verborgenen Wundern unserer Welt zu suchen. Bis dahin können wir nur hoffen, dass die wilden, unheimlichen Kreaturen in den Legenden irgendwo in den Schatten lauern.